Achtung, Spoilergefahr, das Video geht bis zum letzten bisher veröffentlichten Kapitel, also Kapitel 181. Spoiler, Saitama ist auf Platz 1, hahaha. Was geht, Freunde? Ich wurde jetzt eigentlich schon ziemlich oft gefragt, wann ich ein Video zu Boku no Hero Academia mache. Und ja, ich finde, dass das erste Video eine Stärke-Top-Liste sein sollte. Diese Liste wird bis einschließlich Kapitel 181 gehen, was so viel bedeutet wie knapp Staffel 5 bis 6 im Anime stand. Aber in der letzten Staffel, das heißt Staffel 5 oder 6 oder zumindest Anfang Staffel 5 oder Anfang Staffel 6, ist eigentlich gar nichts in der Liste drin, also ist nichts Neues vorgekommen. Also kann man sagen, bis wahrscheinlich Ende Staffel 4 oder 5. Aber schauen wir doch einfach mal, wie diese Liste aussieht. Platz 16, Gran Torino. Quirk, Jet. Damit ist er in der Lage, Druckstöße abzufeuern, welche ihn extrem schnell in der Luft rumschießen. Das ist so extrem schnell, weswegen er dort offiziell einen Punkt mehr als die volle Punktzahl bekommen hat. Dadurch hat er es sogar geschafft, in seinem Alter Endeavor zu blitzen. Man weiß nicht genau, wie stark er in seiner Prime wäre, allerdings ist er selbst jetzt noch extrem stark, sodass er bei der Rettung von Katsuki mithelfen sollte und Kurogi im Alleingang geschnappt hat. Die offizielle Punktevergabe bei ihm sieht so aus: 2 von 5 Punkte in Stärke, 6 von 5 in Geschwindigkeit, 5 von 5 in Technik, 4 von 5 in Intelligenz und 3 von 5 in Kooperation. Und somit hat er eine Gesamtpunktzahl von 20 von 25 Punkten. Platz 15, Kendo Rappa. Quirk, starke Schulter. Ja, dank diesem Quirk kann er seine Schultern extrem schnell bewegen, sodass er so schnell schlagen kann, dass sein Gegner nicht einmal reagieren kann. Die Schläge sind natürlich dementsprechend stark, weil diese Schläge auch extrem schnell sind, aber er auch physisch extrem stark ist. Er konnte damit Red Riots unzerstörbar Form mit Leichtigkeit zerstören. Aber auch eine so starke Defensive wie von Fat Gum war hiermit kein Problem. Und seine eigene Defensive ist alles andere als zu unterschätzen. So hat Fat Gum alle Schläge von Kendo absorbiert und mit einem Schlag auf ihn freigelassen, und dennoch konnte er aufstehen und würde auch einfach weitermachen können, trotz gebrochene Knochen und so. Kendo Rappa ist einfach ein verficktes Biest. Er hat zwar keine offiziellen Punkte, jedoch schätze ich ihn so ein. Stärke 5 von 5. Geschwindigkeit ebenfalls 5 von 5, zumindest die Schläge. Technik ebenfalls 5 von 5. Intelligenz nur 1 von 5, weil der ist echt nicht der hellste. Und 0 von 5 in Kooperation, was man wirklich sehr gut sehen kann. Er wollte seinen eigenen Partner wegboxen, damit er einfach kämpfen kann. Und damit kommen wir auf 16 von 25 Punkten. Ist zwar insgesamt weniger als bei Gran Torino, allerdings sind diese beiden Punkte, welche hier jetzt niedriger sind, in einem 1 gegen 1 auch nicht ganz so gewichtig, weswegen ich ihn auch höher platziert habe. Ihr werdet hier noch ziemlich viel merken, dass so eine Punktevergabe wirklich nichts in einem wahren 1 gegen 1 zu suchen hat, beziehungsweise eigentlich eher weniger Ausschlag gibt, wie stark diese wirklich in einem Kampf sind. Platz 14, Edgeshot, Quirk, Folder Buddy. Der Platz 5 Held kommt auf Platz 14. Mit seinem Quirk Folder Buddy kann er seinen Körper sehr dünn machen und seine Gliedmaßen strecken. Er benutzt sich somit selber als eine Art Messer, kann dadurch durch sehr enge Lücken gehen, und das macht er alles schneller als der Schall. Auch hier gibt es wieder keine offiziellen Punkte, allerdings sehe ich ihn so: Stärke 2 von 5, Geschwindigkeit 6 von 5, Technik 5 von 5, Intelligenz 3 von 5, Kooperation 4 von 5, da sein Quirk dazu auch sehr gut passt. Gesamtpunktzahl von 20 von 25 Punkten, genau wie Gran Torino. Platz 13, Stain. Quirk, Blutgerinnsel, auch bekannt als der Heldenkiller. Seine Fähigkeit war bzw. ist es, durch Lecken des gegnerischen Blutes diesen zu paralysieren. Je nach Blutgruppe hält diese Paralyse länger an. Blutgruppe B hält am längsten, dann AB, dann A und am kürzesten braucht es bei 0. Das Maximum von einer Paralysierenzeit beträgt 8 Minuten, aber dafür muss er natürlich auch erst einmal an das Blut von seinem Gegner rankommen. Dies schafft er durch seine extreme Geschwindigkeit und seinen Schwertskills. Er trägt ein ganzes Arsenal mit sich rum und nutzt dieses auf höchstem Niveau. Zu seinen offiziellen Punkten: Stärke 3 von 5, Geschwindigkeit 6 von 5, bei der Technik hat er 5 von 5,
Intelligenz 3 von 5 und bei der Kooperation nur 1 von 5. Gesamtpunktzahl 18 von 25, aber auch hier wieder eher das Problem mit der Kooperation, was im 1 gegen 1 unwichtig ist. Im Übrigen kommt es natürlich auch darauf an, gegen wen die kämpfen, und bei der Punktevergabe wurde aus irgendeinem Grund nicht die Defensive mit reingenommen. Platz 12, Best Genist. Quirk, Fasermeister. Platz 4 auf der Heldenrangliste und hier Platz 12. Eine ziemlich komische Fähigkeit, wenn man mich fragt. Damit kann er nämlich Fasern, also Stoff, kontrollieren. Also wenn der Gegner irgendetwas mit Stoff trägt, wird es eigentlich ein ziemlich leichtes Spiel für unseren Best Genist. Auch sind seine Reflexe sehr gut, sodass er die anderen Helden bei einem Angriff von All for One retten konnte. Seine offizielle Statistik: Stärke 2 von 5, Geschwindigkeit 3 von 5, Technik 5 von 5, Intelligenz 3 von 5 und Kooperation wieder 3 von 5. Gesamtpunktzahl von 16 von 25. Der bisher schlechteste statistischer Stand, allerdings macht seine Quirk das auch wieder gut. Platz 11, Muskular, Quirk, Muskelaufbau. Ich würde jetzt zwar so etwas sagen wie "Do you even lift?" oder ihn mit One Piece Theoretiker vergleichen, aber das lassen wir jetzt einfach mal gekonnt. So einen schnellen und gezielten Muskelaufbau wünscht sich ja wohl jeder. Will er mal flexen, haut er einfach alles raus. Dadurch steigert sich natürlich seine Kraft und die Geschwindigkeit enorm, obwohl richtig muskulöse Typen wie der Schwarzenegger eher sehr langsam sind. Naja, hier nicht. Dazu sind diese Muskeln sehr gute Schilde, was ihn extrem hart zu erreichen macht. Ja, Deku hat zwar gegen ihn gewonnen, ist hier aber nicht auf der Liste. Warum also das? Nun, eigentlich konnte er nur dank der Unterstützung von Kota die 1.000.000% Power rauslassen und ihn somit besiegen. Mit dem One for Alls 100% Schlag wurde er nur wütend und hatte keinen Kratzer. Seine offizielle Statistik lautet so: Stärke natürlich 5 von 5, Geschwindigkeit natürlich ebenfalls 5 von 5, bei der Technik hapert es etwas 2 von 5, Intelligenz ist noch schlechter 1 von 5 und bei der Kooperation kann man sich natürlich bei der Intelligenz auch vorstellen 1 von 5. Und somit kommen wir auf die schlechteste Gesamtpunktzahl hier auf dieser Liste mit 14 von 25 Punkten. Aber mit seinem nicen Bizeps macht er einfach alles wieder wett. Hieran sieht man gerade wirklich sehr gut, dass so eine Statistik nach Punkten wirklich nichts mit einer Rangliste zu tun hat. Platz 10, Aizawa, Quirk, Löschung. Eines der heftigsten Quirks im 1 gegen 1, wenn der Gegner voll und ganz auf seinem Quirk hofft. Er kann nämlich bei Blickkontakt mit dem Gegner diese Quirk löschen, bis er dann blinzelt. Nach dem Blinzeln kann er es allerdings sofort wieder aktivieren. Wenn er seine Fähigkeit allerdings zu viel nutzt, muss er öfters blinzeln, da seine Augen dadurch austrocknen. Seine offiziellen Punkte: Stärke 3 von 5, Geschwindigkeit 4 von 5, Technik 6 von 5, Intelligenz 4 von 5 und Kooperation 3 von 5. Das macht eine Gesamtpunktzahl von 20 von 25 Punkten. Und Platz 9, Nomu der Erste. Quirk, Schockabsorption und Superregeneration. Dank seinen beiden Quirks war er imstande, All Mights Schläge standzuhalten. Wenn Körperteile mal abgeschlagen werden sollten, so kann er diese super schnell wieder regenerieren. Ja, die Namen der Quirks sind eigentlich ziemlich selbsterklärend. Aber auch ohne seine beiden Quirks ist er absolut nicht zu unterschätzen. Er ist dazu noch extrem schnell, sodass Midoriya dagegen nicht reagieren konnte. Er konnte mit All Mights Geschwindigkeit mithalten und auch mit All Mights Stärke. Es gibt zwar keine offiziellen Punkte, allerdings schätze ich ihn jetzt mal so ein. Stärke 6 von 5, Geschwindigkeit 6 von 5, Technik 3 von 5, Intelligenz 0 von 5 und Kooperation natürlich auch 0 von 5, weil er dumm ist wie Scheiße. Gesamt 15 von 25, wobei man hier natürlich deutlich wieder sehen kann, dass so etwas nicht wirklich viel zu sagen hat. Jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere, warum machst du das dann mit den Punkten? Nun, ich finde es trotzdem ziemlich interessant und es sieht auch schön aus. なんでお前が鬱陶しいか分かった気がする全部オールマイトだ
Und Platz 8, Tomura Shigaraki mit dem Quirk Zerfall. Wie es der Name von seiner Fähigkeit schon andeutet, kann er absolut alles zerfallen lassen, wenn seine Hand das Objekt mit allen 5 Fingern berührt. Man weiß noch nicht genau, ob es unter seiner Kontrolle liegt oder es andere Ursachen hat. Allerdings kann die Geschwindigkeit des Zerfalls von langsam bis zu fast instant variieren. Auch sieht er vielleicht nicht wirklich danach aus, jedoch ist der Typ wirklich schnell auf den Füßen. Und kommen wir zu seinen offiziellen Punkten. Bei Stärke hat er 2 von 5 Punkten, bei der Geschwindigkeit 5 von 5 Punkten, bei der Technik ebenfalls 5 von 5 Punkten, bei der Intelligenz auch wieder 5 von 5 Punkten und bei der Kooperation nur 2 von 5 Punkte. Dadurch kommen wir auf ein Endergebnis von 19 von 25 Punkten. Platz 7, Overhaul mit seinem Quirk. Overhaul. Das ist eines der wirklich heftigsten Quirks. Egal was er berührt, er kann es instant neu strukturieren. Ob nun den Boden zum Zerfall bringen und dann wieder spitz neu zusammenfügen oder einfach einen Oberkörper bei Berührung explodieren lassen. Alles ist möglich. Auch kann er sich somit mit anderen Leuten fusionieren und das ganz ohne Fusionskarte. Dadurch erhält er auch die Quirk und Fähigkeiten von dem Typen, mit welchem er sich fusioniert hat. Allgemein habe ich die Staffel mit ihm wirklich geliebt. Ich finde, das ist bisher die beste Staffel und er ist ein wirklich extrem gefährlicher und guter Antagonist. Auch wenn sein Ziel eigentlich ziemlich schlecht war. Auch hier wieder keine offizielle Punkte und deswegen 3 von 5 in Stärke, 4 von 5 in Geschwindigkeit, 5 von 5 in Technik, 5 von 5 in Intelligenz und 3 von 5 in Kooperation. Das macht eine Gesamtpunktzahl von 20 von 25 Punkten. Platz 6, Lemillion. Quirk, keine mehr. Leider. Aber in seiner Prime hatte er Kamui, also zumindest so etwas in der Art. Er konnte mit seiner Quirk durch alles gehen und alles durch ihn durchlassen. Er hat seine Quirk wirklich sehr gut und einleuchtend erklärt. Wenn er zum Beispiel seinen Kopf durchlässig macht, dann kann er dort nichts mehr spüren, nichts mehr sehen oder sonst etwas. Wenn er in den Boden sinkt und sich wieder festmacht, wird er quasi aus der Erde geschossen. Man muss dazu sagen, dass es eine extrem hart zu kontrollierende Fähigkeit ist. Allerdings hat er es geschafft, diese vollkommen zu beherrschen, sodass er dem Platz 1 der aktuellen Helden am nächsten kommt, trotz dass er nicht mal offizieller Pro-Held ist. Und er bekommt wohl auch irgendwann mal bald wieder seine Quirk zurück. Irgendwann zumindest. Ich liebe diesen Charakter. Ich finde, das ist der beste Charakter in Boku no Hero Academia. Und er hat alles andere verdient, als seine Quirk zu verlieren, diese kleine Grinsebacke. Keine offiziellen Punkte, aber von mir gibt's bei Stärke 5 von 5, bei Geschwindigkeit 5 von 5, bei der Technik 5 von 5, bei der Intelligenz 3 von 5 und bei der Kooperation 4 von 5. Das macht eine Gesamtpunktzahl von 22 von 25 Punkten. Und Platz 5, Endeavor mit seinem Quirk Höllenfeuer. Hier haben wir den neuen Platz 1 auf unserer Heldenrangliste. Er ist schnell, stark, intelligent und kann mit seiner Fähigkeit Feuer erzeugen und kontrollieren. Also er ist quasi ein Feuerbändiger. Fuck, er ist genau wie ein Feuerbändiger. Nur nutzt er diese Fähigkeiten wirklich sehr clever an. Er nutzt auf großer Distanz Feuerspeere, auch was Zuko gemacht hat im Anime. Um Gebäude hochzurennen, schmelzt er dabei die Wand. Ja, das mal der Versicherung erzählen. Aber Nummer 1 Gegner für ihn ist und bleibt Feuerwehrmann-Typ. Oder einfach ein Typ mit einem Feuerlöscher. Seine offiziellen Punkte sehen so aus. Bei der Stärke gibt es 5 von 5, bei der Geschwindigkeit ebenfalls 5 von 5, bei der Technik 5 von 5, bei der Intelligenz 4 von 5 und bei der Kooperation 2 von 5. Insgesamt 21 von 25 Punkten. Platz 4, Gigantomachia oder wie der jetzt auch immer ausgesprochen wird. Quirk ist unbekannt, wahrscheinlich kann er sich groß machen und hat irgendwas mit Steinen zu tun oder so. Man weiß eigentlich so gut wie gar nichts über ihn, allerdings konnte er die Seite eines Hauses mit nur einem Griff zerstören und ebenfalls konnte er einen ganzen Berg zerschroten. Nebenbei konnte er auch noch Gran Torino verschrecken, was schon so einiges heißt. Er hört wahrscheinlich irgendwie immer Musik, was vielleicht mit seiner Fähigkeit zusammenhängen könnte. Er ist ein absolutes Monster und so sieht er auch aus. Keine offiziellen Punkte und deswegen denke ich in etwa so. Stärke 6 von 5, Geschwindigkeit 5 von 5 wegen Gran Torino, weil sonst könnte er nicht so krass erschrecken. Technik 5 von 5, Intelligenz 2 von 5 und Kooperation 3 von 5. Eine Gesamtpunktzahl von 21 von 25 Punkten. Er scheint mir nicht ganz so übertrieben, krass, ultra dumm zu sein und kooperativ ist er mit Sicherheit auch in gewissen Maßen, da er von All for One als letztes Mittel eingesetzt wurde, wenn All for One nicht mehr da ist.
Platz 3, Nana Shimura, Quirk, One for All. Der Vorgänger von All Might, oder eher die Vorgängerin. Sie hat genau die gleichen Fähigkeiten wie All Might, nur eben in schwächer. Genauso wird am Ende auch die volle Kraft von Deku um einiges stärker sein als die von All Might. Deswegen sehe ich es punktetechnisch bei Nana in etwa so: Stärke 5 von 5, Geschwindigkeit 5 von 5, Technik 5 von 5, Intelligenz 5 von 5 und Kooperation, ja, 6 von 5. Gesamtpunktzahl 26 von 25 Punkten. Platz 2, All for One. Mit der Quirk All for One. Er kann andere Quirks absorbieren und selbst einsetzen. Er hat gleichzeitig ein Dutzend von Quirks, welche er alle sehr gut beherrscht. Die einzige Person, die irgendwie mit ihm mithalten konnte und ihn besiegen konnte, war All Might. Auch wenn er wahrscheinlich überhaupt nicht mehr in seiner Prime war, so hatte Best Jeanist und die Truppe nicht einmal einen Hauch einer Chance. Eine Sekunde und der Kampf war vorbei. Auch hat er in seiner Prime gegen Nana gekämpft und diese im Kampf getötet. Seine Punkte sind noch ziemlich unbekannt, doch das, was offiziell ist: Stärke, Fragezeichen von 5, ich schätze mal 6 von 5, Geschwindigkeit, Fragezeichen von 5, ich schätze mal 6 von 5, Technik, Fragezeichen von 5, ich schätze mal 6 von 5, Intelligenz, offiziell 6 von 5, Kooperation, Fragezeichen von 5 und wieder denke ich mal 6 von 5. Damit kommen wir auf ein offizielles 6 von 25 und ein unoffizielles 30 von 25. Und Platz 1 und somit die Goldmedaille geht natürlich an All Might mit seinem Quirk One for All. Viel muss ich hierzu nun wirklich nicht sagen. In seiner Prime war er knapp 100 mal stärker als ganz zum Schluss und selbst ganz zum Schluss wäre Ende war kein wirklicher Gegner für ihn. Er ist super schnell, super stark und ja, einfach alles super, Super Saiyajin perfekte Scheiße. Wäre er damals nicht so heftig im Kampf gegen All for One verletzt worden, so könnte er seine Form um einiges länger aufrechterhalten als ganz zum Schluss und jetzt ja gar nicht mehr, beziehungsweise nur eine Sekunde oder so. Seine offiziellen Punkte sehen natürlich so aus: Stärke 6 von 5, Geschwindigkeit 6 von 5, Technik 6 von 5, Intelligenz 6 von 5 und bei der Kooperation natürlich auch 6 von 5. Und das macht eine Gesamtpunktzahl von 30 von maximal 25 Punkten, wo auch da immer der Sinn ist. So Freunde, das war meine kleine Liste über die 16 stärksten Charaktere aus Boku no Hero Academia. Wie ihr seht, haben solche Punkte eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Trotzdem wird noch ein Video zu diesen komischen Punkten kommen. Aber was haltet ihr von dieser Liste und wie würde eure Liste der stärksten Charaktere aus Boku no Hero Academia aussehen? Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Das war's dann aber auch schon wieder von mir. Wir sehen uns mal wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde.